War Dogs ist King of the Hill im Arma-Style. Alles dreht sich um Geld. 100 Spieler in 3 Teams auf einer riesigen Karte und alle wollen in diesen Kreis. Das Team mit den meisten Soldaten hier drin bekommt alle 30 Sekunden einen Punkt. Allein in den Kreis kommen gibt Geld. Da drin chillen, Geld. Kills bringt Geld. Mate wiederbeleben, Geld. Entweder an der Front im Kreuzfeuer oder in Ruhe auf einem Hügel. Gegner spotten, snipen, Geld. Oder ich mach den Uber und bei Lieferungen in die Zone gibt's Geld. Wenn die Lieferung überlebt, extra Geld. Vielleicht Trinkgeld. Wenn die Lieferung Kills macht, gibt's passives Geld. Money Talks. Und dieser gelbe Kreis, die Hot Zone, spendiert doppeltes Geld für alles, was da drin passiert. All diese Gier nach Geld erzeugt egoistisches Teamplay, das erschreckend gut funktioniert. Alles Geld, was man verdient und verliert, ist rundenübergreifend. Dieser Counter zeigt den Saldo seit dem letzten Respawn. Aber Money steht nur theoretisch zur freien Verfügung. Sobald man das Level hat, kann man neue Kriegsutensilien freischalten gegen eine einmalige Gebühr. Es gibt Klassen, die man levelt, aber nicht durch Auswählen, sondern durch Earning by Doing. Belebt man Spieler wieder, Medic Level. Gegner mit Fernglas gespottet, Raccoon Level. Kills geben Assault Level. Transport Level ist selbsterklärend und Support Level gibt's fürs Bauen. Man muss auch nicht alles freischalten, sondern nur was man will. Oder man geht mit leeren Händen in den Krieg und lootet Leichen. So hat man ganz schnell ein volles Setup für Lau. In 3 Tagen Closed Alpha habe ich die Mille geknackt. $318 für eine Glock mit großem Magazin und den One-Use-Wiederbeleber und eine kleine Tasche gab's in der Closed Alpha umsonst. Alle gehen vorsichtiger vor, weil Geld im Inventar, aber mein PUBG PTSD kickt und ich loot ein 8K Inventar. Durch diese Sparrunden habe ich so ziemlich jede Waffe in die Finger bekommen, ohne dafür zu bezahlen. Wenn ich down gehe und all mein Bestechungsgeld keinen überzeugt, sterbe ich und mein Inventar bleibt auf dem Schlachtfeld liegen. Respawn kostet 5 Sekunden. Neues Inventar kostet Geld. Zurück in die Schlacht zu kommen kostet je nach Fahrzeug 2 bis 4 Minuten und eine ganze Runde in War Dogs dauert gut und gerne mal 2 Stunden. Die Intention, das Objective zu spielen und mit dem Team zu kommunizieren, funktioniert. Voice Chat, Text Chat, Emotes und jeder wie er kann. Bei Arma oder Squad hat man Mic-Pflicht, damit das Teamplay halbwegs funktioniert. Bei War Dogs funktioniert das Teamplay durch die Geldmechanik von ganz alleine. Alle haben das Ziel, Geld zu machen und im Team gibt's halt mehr Geld. Wie am Anfang beim Transporter erwähnt, gilt das passive Einkommen für fast alles. Jede Wiederbelebung hat das Potenzial, Geld passiv zu generieren und jedes Mal, wenn ein wiederbelebter Spieler Kills macht, bekommt der Arzt Geld. Zudem gibt's Basenbau. Damit habe ich mich kaum befasst, aber ich habe Festungen gesehen. Wenn einer einen Mörser baut und ein anderer die Munition liefert, dann bekommen beide Geld, wenn ich mit dem Mörser einen töte. Fucking nice! Insgesamt habe ich in jeder meiner Runden deutlich mehr Teamplay erlebt, als gefühlt in 600 Stunden Battlefield 6. Diese Geldmechanik fördert das Teamplay auf eine Art, die ich noch in keinem anderen Spiel erlebt habe. Zudem hat das Spiel Proximity Voice Chat. Unzensiert und roh. Das kann für Schneeflocken toxisch werden, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Da keiner meiner Freunde Zugang zu dieser Closed Alpha hatte, habe ich mit wildfremden Menschen sagenhaftes Teamplay auf die Beine gestellt. War Dogs ist kein Battlefield-Killer. Es ist kein Arcade-Shooter, eher ein Milsim. Aber es ist zugänglicher als Squad oder Arma mit ähnlichen Mechaniken. Im Inventar muss ich Magazine manuell wieder aufladen. Das kostet Zeit. Gewicht ist ein Faktor. Desto mehr ich trage, desto langsamer bin ich. Kugeln werden mit Durchschlag und Querschlägern physikalisch korrekt berechnet. Das Gunplay ist geil. Treffer fühlen sich belohnend an, der Sound und der Rückstoß fühlen sich einfach richtig an. Vor allem, weil die Kugel immer dahin geht, wo der Lauf hinzielt. Verschiedenste Kaliber mit jeweils eigenen Charakteristiken wie Penetration und Bullet Drop. Man kann am Pfeifen der Kugel fast ausmachen, welches Kaliber da vorbeisaust. Die Grafik erfüllt ihren Zweck. Sie kann gut aussehen, aber dann sieht man den Gegner kaum noch. Bei Beschuss höre ich ganz gut von wo und wie weit entfernt, aber wenn ich den Gegner nicht sehe, gute Nacht. Bei Beschuss bekomme ich keinen Richtungsmarker und es gibt auch kein Sniper-Glint. Aber die starre Umwelt enthüllt den Gegner ganz gut und der Sound ist geil.
Die eine Map, die ich gespielt habe, war stabil. Genug Deckung, genug Möglichkeiten für jeden Spielstil. Urbaner Häuserkampf, Grabenkämpfe, Wälder, Sniper haben Türme und hohe Berge und die werden auch schonungslos ausgenutzt. We're so fucked up here, boys. We have smokes. Oh yeah, absolutely. Wenn man neben seinen Kameraden stirbt, zeigt die Killcam die ungefähre Richtung. Stirbt man alleine, sieht man schon genauer, wo der Killer sitzt. Das Movement ist klobig, aber ich vermute, das ist gewollt. Man bewegt sich langsam und methodisch. Keiner rutscht hier rum. Ein Tactical Sprint ist das Maximum an Schnelligkeit, aber trägt man eine dicke Tasche mit Rüstung, geht dieser Sprint auch nicht mehr. Der Soldat kann klettern, aber an manchen kleinen Kanten bleibt man einfach hängen, kommt nicht hoch oder wird beim Runterlaufen gebremst. Die Server hatten teilweise auch mit Desync und unsauberer Hit Registration zu kämpfen. Beim Einsteigen in Vehikel drückt man F, zum Aussteigen muss man F gedrückt halten, wahrscheinlich um nicht aus Versehen bei Tempo 60 rauszufallen. Die Vehikelauswahl ist üppig, von Jeeps über Quads zu Strandbuggies über LKWs bis hin zu Panzern, Anti-Air und Artillerie. Hubschrauber gibt's auch in allen Geschmäckern. Die Standardsteuerung für die Dinger war für mich aber unbedienbar und um die Tastenbelegung für den Hubschrauber zu ändern, ändert man gleichzeitig die Steuerung des Soldaten. Doppeltbelegungen waren nicht möglich. Sehr schade. Die Steuerung der Bodenfahrzeuge ist in Ordnung, aber wird mit größerer Geschwindigkeit schwammig. Ein Fahrzeug zu fangen, das bei 80 km/h ausbricht, ist fast unmöglich. Für einen Panzer braucht man 2 Mann. Einer fährt, der andere schießt. Zudem verbraucht der Panzer ordentlich Sprit. Um einen Panzer artgerecht zu betreiben, muss man mehr ausgeben als den reinen Kaufpreis. Fast alle Fahrzeuge haben ein Inventar, das man befüllen kann und sollte. Dann ist da die Zerstörung. Vieles geht kaputt, aber sieht und fühlt sich statisch an. Genau wie bei Battlefield gehen nur Dinge kaputt, die vorher so programmiert wurden. Eine kaputte Wand hinterlässt keine Trümmer, geschweige denn Staub. Explosionen sehen einfach schlecht aus. Die Effekte verschwinden zu schnell und einen richtigen Krater gibt's nach so einer Bombe auch nicht. Insgesamt ist die komplette Welt sehr steril. Nichts bewegt sich, nicht mal wenn ein Hubschrauber über Bäume hinwegfliegt. Wahrscheinlich aus Balancing-Gründen zur besseren Sichtung von Gegnern. Trotzdem fühlt sich die Welt nicht lebendig an. Ich höre Vögel, habe aber nie einen gesehen. Aber dafür funktioniert die Integration mit Steam-Freunden reibungslos. Habe ich zumindest gehört. Just how easy it is for my friends to jump in, join off of Steam, be in my squad, and can just come play. Sehr nice. Ich hatte keine Crashes. Andere wohl. But when I crashed, I was like, oh man, we were on a good run. I'm gonna come back, I'm gonna lose my kit. My kits were upwards of $7,000 to $10,000 at that time. I came back and the kit was there. I'd never lost a step, and I was right back into the action after a crash. Who is doing that nowadays? Sehr nice. Insgesamt hat mir diese Closed Alpha von War Dogs als Battlefield-Spieler sehr, sehr gut gefallen. Objektiv will ich sagen, das Gunplay bockt, das Teamplay ist geil, die Grafik passt, der Sound der Waffen ist wuchtig, die Steuerung hat Potenzial nach oben, aber all das sind Sachen, die man fixen kann. Was man nicht fixen kann, ist ein gieriger Publisher. Entwickler Bulkhead hat keinen. Und was sie zur Early Access Ankündigung gemacht haben, ist bemerkenswert. Am 10. September beginnt der frühe Zugang und normalerweise würde ein Entwickler einen Bombast-Trailer raushauen, damit die Leute gehypt werden und Geld ausgeben. Bulkhead macht das Gegenteil. Die droppen ein Video mit 10 Gründen, das Spiel nicht zu kaufen. Das ist ehrlich und verdient Anerkennung. Video in der Beschreibung. Während andere Spiele ewig im Early Access rumhängen, hat War Dogs einen Plan und will den frühen Zugang für das nutzen, für das es eigentlich mal gedacht war. Optimisieren und Verfeinern des Kern-Gameplays. 3 Karten mit jeweils 3 Variationen müssen für diese Phase reichen, denn zusätzlichen Content wird es erstmal nicht geben. Der kommt nach dem vollen Release. Zudem versprechen sie 3 Dinge für die Lebenszeit des Spiels. There are 3 things relating to monetization that you can hold us to account on. Number 1, we will not monetize the game at any point during early access. Number 2, we will never monetize in-game cash or gold bars. They must be earned through play. And number 3, we will never allow you to purchase camos. Camos should show a player's status, not how much money they have. Goldbarren kauft man mit verdientem In-Game-Geld. Aber der Preis schwankt wie im Aktienmarkt. Diese Barren kann man dann gegen Skins tauschen. Soweit der Plan, aber in der Closed Alpha war das noch kein Thema.
Zusätzlich zum Hauptspiel gibt's eine Supporter Edition. Für einen 10er mehr kriegt man ein paar Waffenskins, 2 Wackelköpfe fürs Armaturenbrett der Fahrzeuge und ein Symbol im Scoreboard, dass man Supporter ist. Abgesehen davon gibt's keine Möglichkeit, Echtgeld auszugeben. Zumindest bis zum Launch. Bulkhead sagt klipp und klar, was auf die Leute zukommt, und es ist erfrischend zu hören, dass ein Entwickler die Refund-Funktion überhaupt erst in den Mund nimmt. And if you don't enjoy the beta or you just don't think the price is right, just refund it. Join in the beta, and if you don't get the performance you're looking for, or it doesn't live up to the hype, just refund the game. No hard feelings. Diese Entwickler spielen ihr eigenes Spiel und der Plan bis zum Release klingt absolut stabil. Ob War Dogs am Ende als echter King of the Hill auf dem Thron sitzt oder die Server irgendwann pleite gehen, wird die Zeit zeigen. Die Basis ist enorm solide. Das Teamplay wird durch diese gierige Geldmechanik unglaublich aufgewertet und Bulkhead legt mit ihrem 10 Gründe, das Spiel nicht zu kaufen, eine seltene Ehrlichkeit an den Tag. Wer auf taktische Shooter mit Ecken und Kanten ohne nervige Monetarisierung im Early Access steht, sollte sich das Spiel anschauen. Und wem es nicht gefällt, der gibt's einfach zurück.